请保持左侧道路行驶。下坡200米处有连续违法拍照。So, wir laufen jetzt zu dem Canton Tower. Das ist das fünfthöchste Bauwerk der Welt, laut Wikipedia. Und genau, ist auch Wahrzeichen der Stadt. Und es ist nachts richtig cool beleuchtet. Genau, gestern, also eigentlich waren wir gestern schon da, aber wir waren gestern so um kurz nach 11 da. Und das Problem ist, der Turm geht um Punkt 11 aus, um Strom zu sparen. Ja, also wir haben ja uns auf viel eingestellt, als wir nach China gekommen sind, aber nicht, dass hier Strom gespart wird. Deswegen müssen wir jetzt den ganzen weiten Weg nochmals auf uns nehmen. Ja. Ja, wir waren jetzt gestern der erste Tag an der Universität und da hat es natürlich erstmal einen Haufen organisatorische Sachen gegeben, die wir klären mussten. Und wir haben noch eine ganze Liste vor uns, die es zu tun gibt. Von den 6 Sachen, die da draufstehen, haben wir gestern nämlich nur den ersten Punkt geschafft und uns den Studentenausweis besorgt. Genau. Ja, aber wir konnten dann gestern auch unsere Studentenwohnung hier beziehen am Südcampus. Genau, und da stehe ich gerade auf dem Balkon, mache mal eine kleine Roomtour, also es ist wirklich klein. So. Genau, wir sehen hier direkt ein paar Sportfelder, da hinten ist auch ein Schwimmbecken noch und hier sind die anderen Studentenwohnheime. Genau, von solchen Häusern gibt es irgendwie so 12 hier. Genau, dass entsprechend viele Studenten hier unterkommen. Ja, hier draußen ist auch noch das Scheißhaus und eine kleine Dusche haben wir auch noch hier. Ja, hat sogar warm Wasser.
Wunderbar. Und noch ein Waschbecken. Ja, das ist alles draußen. Ansonsten drinnen ist es auch nicht mehr groß. Ja, drinnen hat halt jeder sein Bett. Im Prinzip sind die Zimmer für 4 Leute ausgelegt. Wir sind jetzt aber nur zu zweit hier. Genau, hier mit einem kleinen Schreibtisch, ein paar Schränken und oben ist das Bett. Wir hatten das Problem, dass wir gestern waren da noch keine Matratzen drin, beziehungsweise sind auch keine drin. Wie man sieht, haben wir die erste Nacht direkt auf dem Holz gepennt mit einem Handtuch drunter, weil bei Ikea die Matratzen erst einen Tag später liefer waren. Aber jetzt hatte David die vorher nochmal abgeholt. Ich bin sehr glücklich, dass ich eine Matratze habe jetzt, ja. Genau. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Genau, das Zimmer hat so eine Art Prepaid-Konto mit Strom und Wasser. Also wenn quasi das Geld ausgeht, geht auch Strom oder Wasser aus. Ja, ziemlich witzig eigentlich. Okay, nämlich unsere Nachbarn, die haben das nicht ganz gerallt und haben sich immer gefragt, warum sie keine Elektrizität haben. Okay, ja, so weit, so gut. Ja, heute ist Donnerstag. Heute gibt es mal ein paar kleine Eindrücke vom Campus. Und zwar stehe ich gerade hinter der Bibliothek. Das ist das große Gebäude hinter mir, direkt über dem Fluss. Ich denke, ich blende mal, während ich spreche, einfach mal so ein paar Videos ein. Wir haben nämlich auch direkt vor unserer Unterkunft haben wir so eine Art kleinen Supermarkt oder kleines Einkaufszentrum, wo es auch was zu essen gibt. Da wollte ich jetzt nicht direkt mit der Selfie-Cam durchlaufen, aber ich blende mal ein paar Sachen ein. Das ist eigentlich ganz cool, da ist ein Mini-Supermarkt drin, da gibt es auch was zu essen und Bankautomaten, kleines Elektronikgeschäft. Alles recht klein gehalten, so wie es in China halt ist, aber ziemlich cool, dass es da die Möglichkeit gibt. Genau. Und dann ist da noch so eine Art Paketversendestation, weil die ganzen tausenden Chinesen hier bestellen jeden Tag irgendwelchen Scheiß im Internet. Und ja, das kommt alles in so eine Paketverladestation und deswegen sieht man ständig Chinesen mit Paketen vorm Haus rumrennen. Ja, ziemlich witzig eigentlich. Es war auch eine der ersten Sachen, die mir die Chinesen gegeben haben hier, die Adresse auf Chinesisch, damit ich mir Sachen im Internet bestellen kann. Ja, ziemlich cool auf jeden Fall. Genau, ansonsten in der Vorlesung waren wir bisher noch nicht, weil wir einfach immer noch organisatorische Sachen zu erledigen hatten. Gestern waren wir jetzt zum Beispiel in der Stadt und haben uns ein Bankkonto eröffnet. Das ist ziemlich wichtig, weil bezahlt wird hier nicht in Bar und auch nicht mit Karte, sondern überall per Handy. Und um die Apps einzurichten, also das ist einmal dieses MeChat, da gibt es eine Bezahlfunktion und einmal das Alipay, das ist von der Alibaba Group, kennt man vielleicht auch bei uns, AliExpress oder sowas. Die haben eben dieses Bezahlsystem. Und um das einzurichten, braucht man einen chinesischen Bankaccount. Und genau,
Das ist dann auch mal direkt so eine Tagesaufgabe gewesen, aber jetzt haben wir es und jetzt funktioniert es. Das ist total cool. Du machst auf dem Handy, Handy auf, da zeigst du einen Strichcode an und der Verkäufer, der scannt den Strichcode und du kriegst nochmal eine Nachricht, wie viel es gekostet hat und der Verkäufer ist happy. Also selbst die letzte Busfahrkarte an der hintersten Ecke bezahlt man hier wirklich per Handy. Der hat da seinen QR-Code ausgedruckt und du scannst das einfach kurz und gibst die Zahl ein und teilst die dem dann mit. Ja. Also es funktioniert wirklich alles über dieses System und da hatten wir echt ein Problem, weil viele einfach auch gar kein Bargeld oder Wechselgeld mehr haben und dann kannst du denen auch nicht zu viel geben, das lehnen die dann immer ab und deswegen sind wir jetzt ganz happy, dass wir da mit den chinesischen Bezahlmöglichkeiten mithalten können. Ja, genau. Morgen werden wir dann wahrscheinlich mal gucken, dass wir in eine Vorlesung kommen. Da, wie gesagt, waren wir bisher noch keiner. Da bin ich auch mal gespannt, wie das Ganze abläuft alles. Ja. Und genau, auf dem Campus selber ist es eigentlich alles ganz hübsch. Es sind überall so Pflanzen und man sieht auch jeden Tag irgendwo so Gärtner rumliegen, die das Ganze wieder pflegen und den Schuss halten. Das ist auch wirklich sauber. Da kann man eigentlich nichts sagen. Also hätte ich Schlimmeres erwartet hier. Das sieht alles wirklich wunderschön aus. Und das Einzigste, was jetzt halt so ist, das ist heute also wahrscheinlich auch bewölkt, aber das ist halt ja auch tatsächlich die schlechte Luft hier. Ja. Deswegen sieht es immer so diesig aus, also wenn man morgens aufsteht und du merkst keinen Unterschied, aber das sieht einfach so komisch aus. Das ist für uns nicht so bewölkt, sondern das ist so undurchsichtig. Gestern haben wir tatsächlich mal nachts noch einen Stern gesehen, aber genau. Achso, ja genau, wir waren vorgestern noch in einer Bar, prinzipiell ganz cool, nur also außerhalb, also in der Stadt in der Bar und wir müssen eigentlich um Punkt 23 Uhr hier wieder zurück sein in unserer Unterkunft und die Chinesen, die haben das auch sehr, sehr streng, aber mit uns waren wir da, glaube ich, ein bisschen nachsichtig, also die Chinesen haben gemeint, wenn man zu spät kommt, werden die immer gleich aufgeschrieben und nach 3 Mal zu spät kommen muss halt irgendwas putzen als Strafe quasi. Aber da die Frau, unsere Security-Frau im Eingang kein Englisch kann, hat die sich wahrscheinlich einfach gedacht, ja, geht einfach durch. Ich kenne eure Namen eh nicht. Ja, ziemlich witzig. Direkt mal zu spät gekommen am zweiten Tag. Ja, aber sollten wir, glaube ich, nicht mehr so oft machen. Okay.